heute alle Planeater mit der Drohne auf Kamera überwachen. Wir haben den Sohn von Planeater gefangen und suchen heute den echten Planeater. Ihr kennt alle den Planeater. Planeater ist richtig böse, hat Blippi, Vlad und Niki, Sprunky und noch viele mehr aufgegessen. Und deshalb haben wir jetzt auch hier die Drohne am Start, dass wir heute Planeater mit der Drohne überwachen. Ganze 40 Minuten lang. Aus diesem Grund schaut das Video bis zum Ende. Abonniert unseren Kanal und lasst ein Like da. Wir würden sagen, wir müssen jetzt unbedingt die Drohne starten. Hier sind so viele Flugzeuge und andere Sachen. Wir starten die Drohne in 3, 2, 1. Die Drohne ist jetzt in der Luft und wir müssen unbedingt Bluey und Bingo warnen. Sie dürfen nicht zu Planeater gehen. Warum wollen die denn überhaupt mit Planeater reden? Ich weiß es nicht. Schau mal, hier ist ein Schild, da steht: Bluey und Bingo, bitte geht nicht zu Planeater. Überlegt mal, da wird extra ein Schild aufgestellt, dass Bluey und Bingo nicht mit Planeater reden dürfen. Das heißt, die Bürger, die Stadt, alle kümmern sich um Planeater und Bluey und Bingo. Die dürfen auf keinen Fall zu diesem Flugzeug gehen, auf keinen Fall. Dafür sind wir da, wir werden sie daran hindern. Mit eurer Hilfe schaffen wir das auch. Lasst jetzt einen dicken Like da und abonniert unseren Kanal. Abonnieren auf YouTube ist kostenlos, es kostet dich nichts. Lasst ein Like da für Bluey und Bingo. Da sitzen sie. Bluey und Bingo sitzen da? Oh mein Gott, krass. Die rufen an! Ihr könnt es sehen, der echte Bluey ruft uns gerade an! Dann geh sofort ran! Okay. Hallo Bluey und Bingo, was macht ihr da gerade? Bingo und ich, wir haben eine Idee. Wir gehen zusammen zum Planeater. Ja, wirklich. Wir wollen mit ihm reden. Weißt du, vielleicht ist er gar nicht so böse, wie alle denken. Vielleicht ist er einfach nur, naja, missverstanden. Wir glauben an das Gute in ihm. Und wenn wir ihm zuhören, dann hört er uns vielleicht auch zu. Und dann wird alles besser. Bluey und Bingo dürft auf gar keinen Fall zu Planeater gehen, der ist böse und gefährlich. Sonst werdet ihr noch aufgefressen. Böse und gefährlich? Das ist doch Quatsch mit Soße. Wir glauben nicht, dass jemand durch und durch böse ist, verstehst du? Der Planeater hat schon ziemlich viele Gräueltaten zu verantworten. Aber er kann sich immer noch entschuldigen. Wir werden da jetzt hingehen, egal was ihr sagt. Ich und Bingo werden das schon geregelt bekommen, irgendwie. Ich hoffe, er isst uns bloß nicht. Sie haben aufgelegt, Bluey und Bingo haben einfach aufgelegt. Die haben keine Angst und wollen wirklich einfach so mit Planeater reden. Die dürfen auf gar keinen Fall jetzt zu Planeater gehen. Wir fliegen mit der Drohne sofort hinterher. Da sitzen Bluey und Bingo zum Glück noch. Oh nein, sie stehen auf, sie bewegen sich. Wohin gehen sie? Wir folgen denen auf jeden Fall mit der Drohne. Ich hoffe nicht, dass sie wirklich zu Planeater gehen, wie sie gerade im Telefonat gesagt haben. Aber sie haben es gesagt, dass sie es machen werden. Und du kennst Bluey und Bingo. Da ist Planeater und da sind Bluey und Bingo und sie stehen vor... Sie stehen direkt vor Planeater. Was wird jetzt passieren, Leute? Lasst ein Like da. Ich kann meinen eigenen Augen nicht mehr trauen. Warum machen die das? Und ich kann gar nicht hinsehen. Du weißt doch, was Planeater macht. Er lässt die Leute auf. Und schaut es euch an. Bluey und Bingo reden mit. Die wollen wirklich mit Planeater reden. Das ist keine gute Idee. Ihr wisst doch, dass Planeater übertrieben böse und gefährlich ist. Und die versuchen hier mit ihm zu reden. Der arme süße Bluey, der arme süße Bingo. Lasst mal für die 2 Hunde ein Like da. Das kann nicht sein. Leider haben wir keinen Ton. Leider können wir nicht verstehen, was die 2 mit dem Planeater reden. Aber weißt du, was gut ist? Du siehst es. Planeater kommt. Nein, ich wollte gerade sagen, es passiert nichts. Aber ihr seht es ist weggerannt. Wir haben sie doch gewarnt mit euch. Wir haben ihnen gesagt, sie müssen aufpassen. Und sie haben nicht auf uns gehört. Warum machen sie das? Was passiert jetzt? Planeater verfolgt Bluey und Bingo. Schaut es nicht an. Sie rennen. Rennt. Schneller, schneller. Schneller. Aber der ist in die Luft gegangen, oder? Du hast gesehen, Planeater ist gestartet. Oh mein Gott. Das heißt, der hat die gar nicht angegriffen. Warte. Hast du gesehen, wo die hinlaufen? Bluey und Bingo laufen gerade zu diesem Mülleimer. Was machen die? Was wollen die bei einem Mülleimer, Leute? Wieso wollen die jetzt zum Mülleimer gehen? Warte. Die verstecken sich da. Ist doch eine tolle Idee. Sie verstecken sich im Mülleimer vor Planeater. Es gibt doch kein besseres Versteck, als sich in einer Mülltonne in so einem Container zu verstecken. Und der Mülleimer ist sehr klein und wenn Planeater in der Luft ist, sieht er den Mülleimer gar nicht. Gar nichts. Und guck mal, wir sind jetzt in der Luft und ich sehe keinen Planeater. Und ich sehe aber auch nicht die Mülleimer. Das ist echt ein gutes Versteck. Sehr gut gemacht von Bluey und Bingo. Von hier oben erkennt... Ah! Da ist Planeater. Er fliegt gerade überall. Er sucht sie. Und sie sind ja im Mülleimer. Sie verstecken sich in der Mülltonne. Gott sei Dank sind sie im Mülleimer. Aber wir haben sie gewarnt. Nicht mit... Oh nein, der fliegt direkt auf uns zu. Pass auf die Drohne auf. Oh mein Gott.
Gott, Leute, wie knapp war das? Er hätte fast unsere Drohne aufgegessen. Ihr habt's gesehen, unsere Drohne wäre fast abgestürzt. Oh mein Gott, zum Glück ist es nicht passiert. Aber jetzt ist die Frage, sind Bluey... Oh, wohin geht der? Der Plane Eater ist gelandet und geht zurück in sein Hangar? Oh mein Gott, das sieht aus wie eine riesen Fabrikhalle. Warum versteckt er sich jetzt? Warum versteckt sich jetzt Plane Eater vor Bluey und Bingo? Ich glaube, dass Plane Eater keine Lust mehr zum Suchen hat, weil er sie nicht gefunden hat, oder? Und deswegen ist ihm der Sprit ausgegangen und jetzt muss er erstmal nachtanken in der Halle. Er sieht böse aus. Ganz Er böse. sieht wirklich böse aus, weil Bluey und Bingo einfach weg sind. Tolles Versteck im Mülleimer. Ihr seht es, wie hungrig der Plane Eater aussieht. Der Flugzeugfresser braucht ganz viel Essen, damit sein Flugzeug aufgetankt werden kann. Aber ich frage mich, warum er das Tor auflässt. ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, vielleicht sucht er sie immer noch und hält jetzt Ausschau, ob Bluey und Bingo nicht irgendwo laufen. Oder der Plane Eater weiß, dass wir ihn gerade beobachten und lässt das Tor für euch da draußen öffnen, weil ihr so viele Likes gegeben habt. Kann natürlich sein, weil er hätte ja fast unsere Drohne gefressen. Er weiß, dass Cameron und Flexi mit der Drohne bei ihm sind. Ja, aber das Gute ist, dass sich Bluey und Bingo nicht da rauskommen aus ihrem Versteck, dass sie sich weiterhin in den Container verstecken. Das ist wichtig, sie dürfen auf keinen Fall diesen Mülleimer verlassen. Sie müssen im Versteck bleiben, weil Plane Eater ist immer noch da in der Nähe. Ihr seht es, er wartet nur darauf. Er wartet vielleicht bis Bluey und... Da kommt Bluey und Bingo! Nein, sie dürfen das Versteck nicht verlassen. Okay, wohin gehen sie? Sag mir nicht, sie gehen jetzt zu diesem Hangar. Oh doch, nein. Nee, sie laufen dran vorbei. Nein, sie bleiben stehen. Was machen sie denn? Da war doch gerade Plane Eater drin. Leute, ihr seht es, das war genau da, wo Plane Eater innen drin ist. Und jetzt stehen die vor der verschlossenen Tür, wo Plane Eater auf der anderen Seite ist? Sag mir nicht, Bluey und Bingo wollen noch einmal mit Plane Eater reden. Ihr habt doch gesehen, was passiert ist. Bluey und Bingo sind viel zu gutgläubig. Die haben so ein gutes Herz, dass... Nein! Plane Eater und Bluey und Bingo! Du hast recht, sie reden wieder. Was passiert jetzt? Aber das kann doch nicht sein. Sie dürfen nicht noch ein zweites Mal diesen Fehler machen. Die wissen doch, dass Plane Eater hungrig ist. Wir wissen es zumindest. Auf jeden Fall, Plane Eater macht irgendwas mit seinem Mund. Redet er oder fletscht er die Zähne? Wir haben leider keinen Ton. Wir können nicht hören, was die drei da miteinander reden. Aber es sieht sehr gefährlich aus. Aber bis jetzt muss man zugeben, passiert nichts. Bluey und Bingo sind immer noch da und wurden noch nicht gegessen. Ich muss zugeben, ich hätte viel zu viel Angst vor diesem Plane Eater. Aber Bluey und Bingo machen das sehr, sehr Ich wollte gerade sagen, wir wurden auch schon angegriffen, aber die stehen einfach... Warte, sie gehen näher. Warum gehen sie jetzt näher? Wahrscheinlich hat er... Ah! Sie wurden gegessen! Nein, sie wurden aufgegessen! Bluey und Bingo wurden jetzt gerade auf einmal aufgegessen! Leute, lasst jetzt alle mal ein Like da für Bluey und Bingo. Sie wurden gerade von Plane Eater einfach aufgegessen. Ihr habt es gesehen, die konnten einfach nichts machen. Sie waren zu gutgläubig. Und was macht Plane Eater? Nein! Da ist Plane Eater. Da sind Bluey und Bingo. Warte, als Flugzeuge? Ihr seht es, Bluey und Bingo sind Plane Eater. Das kann doch nicht sein, dass die jetzt einfach auch zu Plane Eater geworden sind. Bluey Plane Eater, Bingo Plane Eater. Und Plane Eater himself. Jetzt sind es 3 Plane Eater. Das kann doch nicht wahr sein. Das heißt, wir haben es leider nicht geschafft, sie abzuhalten. Da sind sie. Ihr Leute, seht das Orange. Oh, sie rufen an. Du da draußen kannst es sehen. Bluey Eater ruft uns gerade an. Dann geh gleich ran. Okay. Wir sind jetzt zu dritt. Und 3 Plane-Eater sind viel besser als einer. Wagt euch bloß nicht, uns in die Quere zu kommen. Wir werden uns jetzt auf die Jagd nach Leckerflugzeugen begeben. Und es gibt nichts, was ihr dagegen tun könnt. Oh, ich kann es schon riechen. Diese köstlichen kleinen Flugzeuge, die durch die Lüfte sausen, völlig ahnungslos. So schön glänzend, so schnell, aber nicht schnell genug für uns. Und weißt du, was das Beste daran ist? Wir haben jetzt einen Plan. Wir lauern in den Wolken, wir verstecken uns im Nebel. Und wenn der perfekte Moment gekommen ist, schnapp, dann gehört das Flugzeug uns. Hahaha, ihr dachtet wohl, ihr könntet uns aufhalten, uns überlisten. Oh, wie niedlich. Nein, nein, wir sind jetzt mächtiger als je zuvor. Und mit jedem Flugzeug, das wir verspeisen, werden wir noch stärker. Also lauft nur, versteckt euch, versucht euer Glück. Aber es wird euch nichts nützen. Wir sind nicht zu stoppen. Sie haben aufgelegt. Die bösen Bluey und Bingo, wo jetzt Flugzeuge sind, haben einfach aufgelegt. Und die haben uns einfach ausgelacht, weil sie jetzt böse wurden und einfach zu Plane Eater wurden. Was sollen wir jetzt machen? Ja, am besten ist, wenn wir mit der Drohne jetzt die einfach trotzdem überwachen. Wie können wir Bluey und Bingo zurückverwandeln? Ihr könnt es sehen, da sind Bluey und Bingo und sie bewegen sich um uns zu. Oh mein Gott, Mann, wohin gehen sie? Und ihr seht, das orange ist Bingo und blau ist Bluey als Plane Eater.
Eater! Also als Flugzeugfresser, nicht da... Was machen Sie? Sie gehen auf die Flugpiste. Oh mein Gott, wohin gehen Sie? Zum Glück sind wir mit der Drohne und wir werden Sie verfolgen. Sie greifen andere Flugzeuge an. Sie essen sie auf. Warum essen jetzt die andere Flugzeuge? Leute, was ist denn aus Bluey und Bingo, den süßen Hunden, nur geworden? Lasst ein Like da, wir brauchen eure Kraft, eure Energie. Ihr seht es, sie Sie starten heben ab. Sie fliegen. Wohin fliegen sie? Das Gute ist, wir können mit der Drohne ja auch fliegen. Wir fliegen jetzt zu Ihnen nach Hause ins Hauptquartier. Vielleicht sind Sie da. Vielleicht fliegen sie einfach nur nach Hause. Leute, ihr seht es, Mann. Hier ist das Hauptquartier von Bluey und Bingo. Hier wohnen die zwei Hunde. Kein Witz, genau hier wohnen Bluey und Bingo. Nur das Problem ist, jetzt sind sie ja Plane Eater. Vielleicht sind sie auch zwischendurch schon gelandet und sind jetzt in ihr Hause nach Hause gegangen. Vielleicht haben die sich auch schon zurückverwandelt, weil ihr so viele Likes gegeben habt. Weil das würde helfen, dass sie sich wieder in süße Hunde verwandeln. Es gibt nur ein Problem. Ich sehe leider kein Bluey und ich sehe auch kein Bingo. Ich sehe auch kein Plane Eater. Soll ich dir mal was sagen, warum du nicht siehst? Wahrscheinlich landen sie nicht im Haus, sondern auf dem Dach als Plane Eater. Okay, ich bin jetzt auf das Dach geflogen. Ihr seht es, aber ich Huch. sehe hier nur Rauch. Landebahn. Aber ganz viel Rauch. Ja, natürlich. Weil das braucht man ja auch. Ein Flugzeug raucht. Echt? Ja. Okay. Oh mein Gott. Wir schauen weiter. Da raucht's raus. Leute, warum raucht es hier raus? Weil ich glaube, da wird was zu essen gemacht. Du meinst, die bereiten das Flugzeugessen in der Kantine vor? Ganz genau, weil Bluey und Bingo wurden ja erst jetzt gerade zu Plane Eater. Das bedeutet, sie haben großen Hunger. Ihr kennt doch alle die Kabinentrolleys, wo manchmal Tomatensaft und so ausgeschenkt wird im Flugzeug. Aber das Wichtige ist, wir müssen unbedingt es schaffen, Bluey und Bingo wieder lieb zu werden, dass sie nicht mehr Plane Eater sind. Ich brauche sie als Hunde. Wir haben aber ein riesengroßes Problem. Das Gelände, das ist viel zu groß. Die könnten überall sein. Die könnten in jedem Haus sein. Deshalb werden wir mit der Drohne jetzt alles abfliegen. Wir werden Bluey und Bingo mit euch zusammen finden. Ihr schaut bitte das Video bis zum Ende, Leute. Und wir sind auf der Suche nach Bluey und Bingo, die als Flugzeuge verkleidet sind. Nein, die wurden verwandelt. Wegen Plane Eater, Leute. Ihr kennt doch alle Plane Eater. Plane Eater sieht so aus. So, mit einem riesigen Mund. Und der ist viel größer und gefährlicher, Leute, Mann. Ah. Okay, wir müssen weiterfliegen. Wir dürfen uns nicht davon abhalten lassen, irritieren lassen. Aber irgendwo müssen Bluey und Bingo als Plane Eater landen. Sie können nicht die ganze Zeit in der Luft sein. Da wäre eine gute Landefläche Du zum meinst Beispiel. auf dem Helikopterlandeplatz, auf diesem Dach. Und da landen die jetzt. Und du hast recht, da ist auch das Licht an unten. Ihr seht es, die sind zu Hause, die müssen zu Hause sein. Ich glaube, die sind echt wirklich schon zu Hause. Natürlich, sie können ja jetzt fliegen. Auf diesem Dach könnten sie perfekt landen. Wir suchen dieses ganze Dach jetzt zusammen mit euch da draußen ab. Oh nein, hoffentlich finden wir sie nicht, weil sie sind böse geworden. Bluey und Bingo als Plane Eater. Aber hier draußen ist ein Tisch und eine Bank, aber da sitzt keiner. Die sind ganz alleine. Wie sollen die denn als Flugzeug da sitzen? Weiß ich nicht. Wir schauen mal rein in die Küche. Vielleicht machen die ja gerade Essen. Hab ich doch gesagt, die haben Hunger. Aber da ist niemand. Ist ja wirklich niemand. Bluey! Oh mein Gott. Hey, fällt euch was auf, Leute. Fällt euch was auf. Er ist nicht mehr der Plane Eater. Es heißt ein ganz normaler Bluey. Bluey ist wieder Hund geworden. Er hat sich zurückverwandelt. Er ist wirklich wieder der süße Bluey-Hund. Ich kann die Serie endlich weiterschauen. Und das alles nur dank euch, weil du da draußen unser Video schaust und geliked hast und natürlich abonniert. Das ist Wahnsinn. Aber jetzt fehlt noch einer. Ich habe eine Frage. Bist du da draußen eigentlich schon Abonnent von uns? Wenn nicht, abonnier uns jetzt mal. Ist kostenlos. Komplett kostenlos. Aber es fehlt immer noch Bingo. Bingo, was ist, wenn Bingo immer noch ein Flugzeug ist? Der Bingo-Eater. Was ist, wenn sich Bingo nicht zurückverwandelt hat? Den müssen wir jetzt unbedingt suchen. Fliegt die Drohne. Okay, wir suchen die weiteren Dächer, weil auf dem Dach kann man gut landen. Ihr kennt es ja. Weil es kann wirklich sein, dass sich nur Bingo immer noch als Plane Eater da ist und Bluey sich nur zurückverwandelt hat. Schau mal hier unten. Da unten ist ein Eingang. Da ist ganz viel Licht. Das sieht sogar nach dem Haupteingang aus. Okay, da ist aber keiner. Da ist schon der wieder wirklich keiner. Leider. Doch, da! Da ist Bingo. Da war Bluey. Das war Bluey. Er war blau. 100%ig, Leute. War das wirklich blau? Ich dachte, das wäre Bingo orange. Nein, Bingo ist immer noch nicht da. Spult mal zurück und schaut, ob das Bluey oder Bingo war. Ich glaube, das war Bingo. 100%ig blaues Fell, das heißt, es war Bluey. Du bist dir ganz sicher? Ganz sicher, das heißt, wir müssen jetzt immer noch Bingo suchen. Wo ist er? Das heißt, wir haben Bluey gefunden, aber wir vermissen Bingo und Plane Eater. Oh mein Gott, weil es kann auch sein, dass der echte Plane Eater da auch in der Nähe ist. Meinst du? Der große echte, der Hauptplane Eater, Okay. das Hauptflugzeug. Wir haben das allererste Mal Bluey auf dem Dach gefunden. Vielleicht finden wir auch Bingo auf dem Dach, deswegen suche ich gerade alle Dächer. Kann natürlich sein. Er muss sich hoffentlich zurückverwandelt haben, weil das ist Magie. Oder Plane Eater und Bingo sind noch in der Luft. Eben, jetzt schauen wir mal mit der Drohne genau hin. Und ihr schaut am besten auch genau hin. Falls wir was übersehen, schreibt es in die Kommentare. Schau dir das mal an, da drin ist es orange, das könnte Bingo sein. Ja, aber wir können nicht alles so gut erkennen da Seht drin. ihr Bingo in diesem orangenen Haus? Also ich bin ganz ehrlich, ich habe weder ein Flugzeug noch einen Hund
gerade da drin gesehen. Das bedeutet, Draußen. Bingo ist immer noch Bingo Eater und fliegt als Flugzeug durch die Luft mit Plane Eater. Ich glaube, dass der noch draußen ist und noch gar nicht im Gebäude ist. Das heißt, Plane Eater, Bluey, Ingo und Bingo sind alle noch in der Luft. Ich spiele jetzt kein Bingo. Wir suchen den Hund Bingo. Okay, wir suchen Bingo, weil wir Bluey haben, aber Ja. Plane Eater fehlt Und ich auch. sag dir, ich glaube, dass der immer noch draußen ist und nicht im Gebäude, nicht im Haus. Okay, wenn er nicht hier draußen ist, dann muss er im Gebäude sein. Nein, er muss draußen sein, weil wir ihn ja drin nicht gesehen haben. Bingo, wir suchen Bingo. Wir suchen Bingo, weil Bluey ist im Haus. Bluey hat sich zurückverwandelt zum Hund, ist im Haus und genießt sein Leben. Aber Jetzt- wo ist Bingo, sein bester Freundin? Okay, Leute, wir suchen jetzt Bingo. Ihr habt ihn gehört, wir suchen Bingo und nicht mehr Bluey. Bluey haben wir gefunden. Wir gerade. fliegen jetzt mal das ganze Haus von außen ab. Okay, und ich sehe hier oben aber kein Bingo. Ich sehe auch kein Bluey. Ich sehe auch keinen Plane Eater. Das ist aber schon mal ein gutes Zeichen, wenn der Plane Eater nicht bei dem Hauptquartier von Bluey und Bingo sich befindet. Vielleicht weiß der echte Plane Eater gar nicht, wo Bluey und Bingo wohnen. Ich schau mal da rein. Leute, seht ihr das? Da ist eine Person. Da Da eine steht jemand. Oh, ist aber kein Hund und kein Flugzeug, Leute. Und was ist hier? Guck mal, wir können in den Gang gucken. Wir können ganz weit in den Gang gucken. Da ist Bingo! Nein, das ist Bluey, blau! Das Leute, ist ihr ja seht Bluey. es, das ist Bluey! Das ist echt Bluey. Ja, jetzt haben wir Bluey Diesmal zum... Wo hattest ist du Bingo? recht. Bluey ist blau und Bingo ist orange. Langsam habe ich das Gefühl, dass Bluey wieder der Hund wurde und dass Bingo wirklich immer noch ein Plane Eater ist. Wie am Anfang gesehen, das war der orangene Plane Eater. Diesmal hat Flexi recht. Es war auf jeden Fall Bluey, der blaue Bluey. Eben, es war das blaue Fell, aber immer noch, wir sehen so oft Bluey. Wo ist denn Bingo? Wie du schon gesagt hast, Bingo ist immer noch das Flugzeug. Es kann doch nicht sein, dass sich der eine Hund zurückverwandelt und der andere nicht. Okay, Leute, wir probieren es. Wir gucken in diesen Schlitz rein Wir langsam. dürfen natürlich mit der Drohne auch nicht zu nah ranfliegen, sonst stürzt unsere Drohne einfach auf den Boden ab. Da ist eine Tür. Oh, wir können reinschauen, Leute! Da ist aber nur eine Tür. Da ist eine Tür und dann ist nochmal eine Tür. Und hinter der Tür ist ein Flur. Und nach der Tür, nee, ist nochmal eine Tür. Und nach der Tür kommt die nächste Tür. Das sind 8 Türen hintereinander. Was ist das denn? Das sind die Backrooms. Ist das ein Labyrinth oder was? Ihr kennt doch die hoch mit dir Backrooms. jetzt hier. Okay, ich flieg weiter, Leute, Mann. Vielleicht ist endlich Plane Eater gelandet. Das sah aber aus, als wäre da Bingo. Ihr wisst ja, Bingo ist orange, also gelb. Aber Leute, ihr wisst, Bingo ist der kleinere Hund. Blue ist etwas größer und Bingo ist etwas kleiner. Das ist wie die Nadel im Heuhaufen. Wie sollen wir denn Bingo da finden? Ihr seht dieses Gebäude, dieses Areal. Jedes Haus gehört zu Bluey und Studio. Ja, aber wo ist Bingo? Ich habe keine Ahnung, wo Bingo ist. Wie sollen wir denn ihn da wirklich finden? Ihr seht, das Haus ist groß. Aber hat sich Plane Eater verwandelt oder nicht? Ich sehe es nicht. Da Wo unten, ist er? da unten müssen wir ranfliegen. Ja, dann fliegt dahin. Hauptsache, es ist Bingo. Seht ihr da was? Da leuchten 4 Etagen gelb, wie Bingo. Das kann sein. Vielleicht ist er dort und schläft oder sowas. Vielleicht hat er sich auch zurückverwandelt. Oder ist es Plane Eater? Das ist auf gar keinen Fall Plane Eater. Ich sehe ganz, ganz viele Weil Solaranlagen. Plane Eater auf dem kann da Dach. locker auf dem Dach landen. Schau mal, da ist jemand. Da ist eine Lampe. Oh mein Gott, ja, da leuchtet's. Und da können wir gut reinschauen. Soll ich mal näher ranfliegen? Ja, flieg mal ran. Komm, ich flieg mal ran. Da ist. Oh. Ich sehe niemanden. Seht ihr jemanden? Ich sehe auch niemand. Keine Person, niemand. Auch kein Hund. Da! Doch! Bluey! Da! Und Bingo! Bluey! Bluey, Bingo! Bluey! Bingo! Unsere Drohne ist jetzt in der Luft und wir sind direkt auf dem Weg zu Chase und Sky von Paw Patrol. Weil Paw Patrol darf auf keinen Fall in das Flugzeug steigen, weil die wollen gegen Plane Eater kämpfen. Ihr könnt es auch schon sehen. Hier ist das Hauptquartier von Paw Patrol. Hoffentlich sind Chase und Sky da. Wir müssen sie warnen. Der Turm darf auf keinen Fall leer sein. Es darf nicht sein. Die dürfen nicht in Plane Eater einsteigen. Das wäre zu gefährlich. Schaut es euch an. Da ist Chase und Sky. Zum Glück sind die da. Oh mein Gott, die rufen an. Ihr könnt es sehen. Der echte Chase von Paw Patrol ruft an. Dann geh sofort ran. Okay. Wir haben ein Problem. Der Planater ist aufgetaucht. Wir können nicht zulassen, dass er noch mehr Flugzeuge verschlingt. Er ist richtig, richtig hungrig. Oh nein, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Das Flugzeug hat ganz komische Beine und einen sehr, sehr großen Mund. Kein Wunder, warum so viele Flugzeuge verschwinden. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Die Paw Patrol ist bereit zum Einsatz. Wir werden ins Flugzeug steigen und ihn von innen stoppen. Sky hält sich bereit, um uns aus der Luft zu unterstützen. Wir müssen schnell handeln. Er sieht zwar sehr furchteinflößend aus, aber keine Angst, wir regeln das schon. Wir sorgen für Gerechtigkeit. Die Paw Patrol gibt niemals auf. Ihr dürft auf gar keinen Fall gegen Plane Eater kämpfen. Ihr dürft ihn nicht angreifen. Leute, das ist viel zu gefährlich. Sonst werdet ihr aufgegessen mit eurem Flugzeug. Ihr dürft da nicht einsteigen. Unsere Entscheidung steht fest. Wir steigen in dieses Flugzeug, egal was passiert. Wir wissen, dass der Planater gefährlich ist. Aber wenn wir nichts tun, könnte er noch mehr Flugzeuge verschlingen.
Wir sind die Paw Patrol und wir lassen das nicht zu. Chase hat die Ausrüstung gecheckt, Rubble ist bereit, die Türen zu öffnen und ich halte die Augen offen. Sky bleibt draußen und gibt uns Deckung. Wir haben alles durchdacht. Wir wissen, worauf wir uns einlassen und wir haben keine Angst. Am Ende ist es ja nur ein lächerliches Flugzeug. Damit werden wir schon fertig. Vertrau uns bitte. Das hier ist unsere Mission und wir sorgen für Gerechtigkeit. Also, verschwenden wir keine Zeit mehr. Wir gehen da jetzt rein. Wir melden uns, sobald wir mehr wissen. Paw Patrol. Ende. Oh mein Gott, Chase vom Paw Patrol hat aufgelegt. Habt ihr gehört, was er machen will? Die wollen das wirklich durchziehen. Sie wollen in ihr eigenes Paw Patrol Flugzeug steigen, in den Himmel fliegen und dann gegen Plane Eater kämpfen. Nein! Das dürfen wir nicht verpassen. Wir müssen mit der Drohne ihnen folgen und zuschauen, was passiert. Lasst jetzt einen fetten Like da und abonniert. Ihr könnt es sehen, Paw Patrol startet ihr eigenes Flugzeug. Chase und Sky sitzen in ihrem Flugzeug und fliegen gerade los und wollen den Plane Eater besiegen? Zum Glück sind wir mit der Drohne da. Da sind sie in der Luft. Guckt mal, sie sind wirklich in Action. Seht ihr das? Wie krass ist das einfach? Aber was passiert, wenn jetzt wirklich Plane Eater kommt? Ich weiß es nicht. Unser Hund ist auf jeden Fall auf der Seite von Paw Patrol, denn das sind auch Hunde. Sie landen. Sie landen wirklich? Sie landen wieder. Gott sei Dank, sie landen. Sie haben dann von abgesehen, gegen Plane Eater zu kämpfen. Das ist ja sehr gut. Vielleicht haben sie auf uns gehört, dass man nicht gegen Plane Eater kämpfen darf, weil er gefährlich ist. Ihr seht es ja, sie sind ausgestiegen. Sie laufen jetzt irgendwo hin. Ich bin so beruhigt, dass wir nicht... Ich bin aus Versehen zu nah an die Drohne geflogen, Du musst Leute. aufpassen wegen dem Windstoß. Du hast sie ja umgeworfen. Okay. Wow, die rufen schon wieder an. Ihr seht es, der echte Chase ruft uns wieder an. Ich heb sofort ab. Wir haben den gesamten Himmel abgesucht, aber keine Spur von der Planeater-Kreatur, keine Turbulenzen, keine ungewöhnlichen Schatten, alles sieht ruhig aus. Ich verstehe euer Argument, aber wir müssen das Risiko trotzdem nehmen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Aber wir lassen uns nicht täuschen. Dieses Ding könnte sich tarnen oder verstecken. Wir haben keine Bedenken. Die Paw Patrol ist bereit, ins Flugzeug zu steigen und der Sache auf den Grund zu gehen. Sky hält aus der Luft Ausschau, während Chase und Rubble das Equipment vorbereiten. Ich überprüfe nochmal unsere Sicherheitsausrüstung. Okay, Moment mal. Nur weil ihr gerade Plane Eater nicht im Himmel gesehen habt, heißt es nicht, dass der Plane Eater nicht unterwegs ist. Ihr dürft auf gar keinen Fall nochmal hochfliegen. Eben, das erste Mal war vielleicht nur Glück, aber wenn Plane Eater jetzt kommt, habt ihr keine Chance. Ihr müsst auf uns hören. Bitte steigt nicht mehr in euer Flugzeug ein. Ich verstehe, was du sagst, aber wir können nicht einfach abwarten. Der Planeater ist da draußen, irgendwo. Vielleicht haben wir ihn beim ersten Mal nicht gesehen, vielleicht versteckt er sich oder wartet auf den richtigen Moment. Aber das Risiko ist zu groß, um jetzt aufzuhören. Zu viele Flugzeuge sind schon verschwunden. So kann das einfach nicht weitergehen. Wir starten nochmal, fliegen eine neue Route und lassen nichts aus. Chase überprüft das Radar, Rubble sichert die Ausrüstung und ich halte die Augen offen. Sky bleibt bereit, uns zu unterstützen, falls es brenzlig wird. Ich weiß, du machst dir Sorgen, aber wir haben schon viele gefährliche Missionen gemeistert. Und wir wissen genau, worauf wir uns einlassen. Wir sorgen für Gerechtigkeit, Ryder. Das ist unsere Aufgabe. Keine Zeit mehr für Diskussionen. Wir müssen loslegen. Ich melde mich, sobald wir was gefunden haben. Paw Patrol, Ende. Sie haben wieder aufgelegt. Leute, habt ihr das gehört? Die wollen wieder in ihr Flugzeug steigen. Sie wollen wieder den Plane Eater suchen. Warum? Denn sie waren doch gerade oben und es war keiner da und das ist auch gut so. Sie können ja in Ruhe fliegen, aber nicht zu der Zeit, wo Plane Eater im Himmel ist. Wir müssen mit unserer Drohne weitersuchen. Ihr seht es, sie steigen wieder in das Paw Patrol Flugzeug ein. Sie haben nicht auf uns gehört. Sie wollen dann wirklich gegen Plane Eater angreifen. Und das zweite Mal... Da kommt Plane Eater! Oh nein, pass auf! Habt ihr das gesehen? Plane Eater hätte sie fast gerammt. Es war so knapp. Wir haben es doch noch gesagt, was passiert, wenn Plane Eater kommt. Sie landen wieder, sie landen wieder. Sie hören auf uns. Sie haben jetzt wirklich geglaubt und gesehen. Weil sie Plane Eater gesehen haben, deshalb landen sie. Gott sei Dank sind sie wieder am Boden. Und du siehst es, sie kehren zurück zu ihrem Hauptquartier, zu ihrem Turm. Und da sind auch die anderen. Rubble ist da, Marshall ist da, jeder von Paw Patrol ist da. Sky, alle sind hier. Wie cool ist das denn? Und sie berichten, sie sagen, Jungs, da oben ist Plane Eater. Genau über ihrem Turm ist Plane Eater. Wir haben ihn
die jetzt alle live gesehen. Zum Glück sind sie notgelandet. Zum Glück haben sie auf uns gehört. Zum Glück haben wir sie dank euch gewarnt. Und du siehst es, sie reden miteinander. Genau das sagen sie, das Plan Eater... Nein! Habt ihr das gesehen? Leute! Der Turm ist kaputt. Der ganze Turm von Paw Patrol wurde zerstört. Plan Eater hat den Turm angegriffen. Warum? Weil Paw Patrol oben war. Schaut euch Chase und Sky an. Was ist mit denen passiert? Die sehen irgendwie anders aus. Ich glaube, die sind richtig sauer jetzt, weil der Turm zerstört wurde. Was machen die? Die greifen unsere Drohne an. Wieso denn wir? Wir wollten doch nur helfen. Wir haben doch gar nichts getan. Wir haben denen doch nur geholfen. Leute, lasst jetzt ein Like dafür Paw Patrol, dass sie wieder normal werden. Zum Glück sind sie von unserer Drohne abgelassen. Wir folgen denen jetzt. Was haben die vor? Absolut hinterher. Wir wollen wissen, was die jetzt vorhaben. Die sind ja nicht mehr sich selbst. Schau dir mal an, die gehen zu einem Spielplatz und was machen die da? Das sind irgendwelche, die rutschen? Die rutschen jetzt einfach, obwohl ihr Turm kaputt ist. Natürlich, die sind frustriert. Die müssen ihren Frust ablassen. Ja, aber wir haben sie gewarnt, dass da oben Plan Eater ist und ihr seht, was passiert Die klettern auf irgendwelchen Gerüsten herum? Hey, die spielen jetzt einfach, obwohl der Turm richtig kaputt ist. Natürlich, die sind komplett wütend und deprimiert. Leute, das kann doch nicht sein, dass Plan Eater denen ihr Hauptquartier kaputt macht. Aber wenn was kaputt ist, sollte man sich hinsetzen und den Turm wieder aufbauen. Schaut euch mal Sky an. Ist die da gerade vom Gerüst gefallen? mein Spult Gott. mal zurück. Was machen die da? Ah, die küssen sich. Leute, seht ihr das? Sky und Marshall küssen sich. Eine gute Wurst hat auch ein schlechtes Ende, oder? Oh mein Gott, sie sind richtig verliebt. Okay, was machen die jetzt? Wohin gehen die? Wohin gehen die? Sagt mir nicht, die gehen jetzt ins Hotelzimmer. Nein, das kann doch nicht sein. Die gehen auf den Sportplatz. Und was machen sie da? Ich habe keine Ahnung. Trainieren die da etwa ihre Muskeln? Aber das Gute ist, dass wir mit der Drohne vor Ort sind und natürlich auch den ganzen Sportplatz abfliegen können. Das hätte ich nie erwartet, dass jetzt Chase und Sky ein Paar sind. Ja, natürlich nicht. Warum? Weil gerade ihr Turm von Plan Eater zerstört wurde. Das heißt, das hat wenigstens eine gute Seite, dass der Turm kaputt gemacht worden ist, dass die zwei sich verliebt haben. Sie sind näher gekommen, aber nur weil der Turm kaputt ist und jetzt haben die sich sogar geküsst. Und die spielen zusammen sogar Fußball. Wie süß ist das denn? Ja, aber die Frage ist, wo sind denn die anderen von Paw Patrol? Wo ist Rubble? Wo ist Marshall? Wir sehen jetzt nur noch Sky und Marshall. Die sind jetzt in so einem Kreisverkehr. Was machen die da? Die Frage ist, wohin laufen sie? Wir müssen unbedingt hinterher. Ja, sie schauen uns direkt in die Drohne. Pass auf, schau dir mal an. Sie sind wieder normal und sie greifen unsere Drohne nicht an. Das heißt, sie haben ihren ganzen Frust rausgelassen und jetzt gucken sie zu uns in die Drohne. Es Hallo? ist die Macht der Liebe gewesen. Ganz klar, es war die Liebe. Aus zwischen diesem den- Grund lasst ihr ein Like da, abonniert diesen Kanal für Chase und Sky, dass sie sich verliebt haben. Leute, ihr müsst auf jeden Fall ein Like auch da lassen für die Liebe, weil die Liebe ist stärker als alles andere, weil die haben ihren Turm verloren. Das kann doch nicht sein, das ist ihr Hauptquartier, das ist das Allerheiligste von denen. Wir fliegen weiter, vielleicht sind sie ja irgendwo. Ja, sie müssen irgendwo sein, vor allem müssen auch die anderen von Paw Patrol irgendwo sein. Vielleicht, hier, siehst du das? Oh, das ist ein Gebäude, das wird gerade gebaut, oder? Vielleicht ist es ihr neues Hauptquartier, sollen wir mal reinfliegen, das ist offen. Da ist offen, da können wir mit der Drohne ganz nah ans Fenster fliegen und ins Gebäude hineinschauen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie hier gerade einen neuen Turm aufbauen von Paw Patrol. Kann natürlich sein, deshalb schauen wir jetzt direkt ins Gebäude rein. Oh, da sind sie, da sind sie! Du hattest recht, da wird gerade ihr neues Turm gebaut. Chase und Sky in ihrem neuen Hauptquartier, das gerade gebaut wird, nachdem es Plan Eater zerstört hat. Die bauen da wirklich, erst haben sie sich verliebt und jetzt haben sie sich gesagt, wir bauen ein neues Hauptquartier genau dort. Ihr seht es, Leute. Ich fliege jetzt einmal über das Gebäude, Mann. Vielleicht ist auf der Rückseite die anderen. Wie heißt der Und Marshall? fällt dir was auf? Das Gebäude ist noch größer als ihr Turm. Das ist ja ein ganzes Areal. Die haben eine ganze kleine Stadt gemietet. Da hat Paw Patrol wirklich Platz. Jeder Hund kann dort spielen und die Welt retten. Siehst du, da ist sogar ein kleiner Pool im Hof. Oh mein Gott, ein Pool für die Hunde. Wie krass ist das Es denn? gibt doch nichts Schöneres als bei diesen heißen Temperaturen. Oh, schau mal! Zwei Flugzeuge! Oh nein! Oh, die sind kaputt gegangen. Oh mein Gott, weißt du, was das bedeutet? Die bauen zwar ihr neues Hauptquartier dort, aber da muss Plan Eater irgendwo in der Nähe sein. Ihr wisst doch alle, wie Plan Eater aussieht. Zeig's ihnen, Nein, zeig's das uns. kann doch nicht sein, dass da Plan Eater in der Nähe ist. Der ist doch ein bisschen größer. Zeig es uns. Noch größer, so ist Plan Eater. Und wenn der dort ist, dann habe ich Angst, dass das neue Hauptquartier auch zerstört wird. Wir müssen nach Plan Eater Ausschau halten. Das ist ein Flugzeug, das irgendwelche Leute isst und einen Mund hat. Und wir werden jetzt mit unserer Drohne Paw Patrol ihr neues Hauptquartier bewachen. Wir schauen jetzt in der Luft nach, ob da irgendwo Plan Eater ist. Da ist ein Flugzeug, das brennt. Oh mein Gott, weißt du, was das bedeutet? Plan Eater hat dieses Flugzeug gegessen. Und Plan Eater ist irgendwo hier in der Nähe, genau da, wo Marshall und Sky das neue Haus bauen, den neuen Paw Patrol Turm. Ihr seht es, wir sind mit unserer Drohne dank eurer Hilfe so weit oben, dass wir das ganze Gebiet uns anschauen können. Und so hoch sind wir und so hoch sind auch unsere Likes, Leute. Deshalb
lasst jedes Mal noch ein Like da und abonniert diesen Kanal Cayman und Flexi kostenlos. Ich sehe aber jetzt nirgendwo einen Plane Eater. Ihr wisst ja, wie Plane Eater aussieht. Wir müssen ihn finden. Ja, aber wir haben gerade zerstörte Flugzeuge gesehen und das ganz in der Nähe von dem Haus, wo Marshall und Sky gerade bauen. Ich fliege jetzt einfach mal geradeaus, Leute. Vielleicht finden wir zwischen den Häusern, in den Schluchten irgendwo den Plane Eater. Natürlich kann man auch sagen, dass der Himmel riesengroß ist, aber irgendwo da wird sich Plane Eater befinden, ich bin mir sicher. Ihr wisst ja, Plane Eater kann nicht nur fliegen, der kann auch laufen. Der hat so Arme und Beine wie eine Spinne. Der kann einfach landen und läuft dann einfach weiter auf der Straße herum. Es ist einfach unfassbar, Leute. Und genau da in der Nähe ist das neue Haus von Paw Patrol, das neue Hauptquartier. Ich suche gerade die ganze Straße nach Plane Eater ab, aber ich finde ihn nicht. Das heißt, wenn er nicht oben ist und nicht unten ist, wo soll er denn sonst sein? Vielleicht versteckt er sich irgendwo im Gebäude. Und wartet, bis das Gebäude fertig ist und macht es danach wieder kaputt. Wie im Diamantenkopf. Ihr kennt doch alle diesen Film. Oh nein, Leute, Mann, wo ist dieser Plane Eater? Wir müssen ihn finden, damit wir Paw Patrol warnen können. Okay, ich suche nochmal den Himmel ab, weil da haben wir ihn schon zweimal entdeckt, beziehungsweise andere Flugzeuge, die Plane Eater angegriffen hat. Die sind weggeflogen von Plane Eater, deshalb muss er hier sein. Ich sehe aber niemanden. Siehst du was? Ich sehe auch kein Flugzeug mehr. Schau dir mal die Bäume an. Die sind alle ganz braun, als hätten die Bäume Angst vor Plane Eater. Aber Plane Eater ist doch auf keinen Fall abgehauen, weil Plane Eater hat keine Angst. Hat keine Angst! Okay, aber wo sind die dann hin? Der versteckt sich doch nicht einfach so. Er kann mit seinem Mund alles aufessen. Ganze Türme, ganze Flugzeuge. Wir wissen auf jeden Fall, dass Chase und Sky sich im Gebäude befinden und sich da vor Plane Eater verstecken. Ja, und die bauen da das neue Haus, ist doch klar. Wahrscheinlich sind alle anderen von Paw Patrol auch jetzt gerade mit uns in diesem Gebäude. Ich fliege jetzt mal auf die andere Seite von dem Feld. Vielleicht ist ja da Paw Patrol oder der Plane Eater. Das kann natürlich sein, dass sich dort hinten Plane Eater für den Angriff widmet. Weil wo sind die anderen Paw Patrol? Chase, Marshall und so. Wo sind die Rubble, alle? wo sind die alle? Ich weiß es nicht. Verstecken die sich etwa? Vielleicht sind die noch gar nicht im Gebäude und laufen jetzt gerade erst zum neuen Gebäude hin. Oder die sind noch beim alten Turm und räumen da auf. Das kann natürlich sein, dass sie dort alles wegbauen, dass sie da im neuen Gebäude alles wieder dahin bauen können. Ihr müsst euch immer vorstellen, die ganze Ausrüstung von Paw Patrol, die sind alles im kaputten Turm. Natürlich, vielleicht, genau, die holen gerade alles Da, aus dem Turm. Flugzeug. Noch eins, aber das ist nicht, oder ist, nee, war nicht Plane Eater. Das war nicht Plane Eater, das war ein normales Flugzeug, das gerade abhaut. Ja, das wollte ich gerade sagen, das fliegt doch gerade weg. Das heißt, irgendwo links muss sich doch Plane Eater befinden. Ich suche gerade wieder den 360-Grad-Rundsicht, mache ich aber nix hier. Leute, der Himmel ist leer. Wo ist Plane Eater? Ich sehe nicht, wir müssen einfach noch höher, Flexi, wir müssen noch höher. Mit der Drohne noch höher. Wir können Minimum 500 Meter hochfliegen. Das Ja, ist dann doch- nutzen wir das jetzt mit euch zusammen aus und fliegen mit der Drohne noch ein kleines Stückchen höher. Okay, wir fliegen mal hier vorne. Seht ihr auf jeden Fall dieses Hauptquartier, das neue von Paw Patrol, was sie gegen Plane Eater aufbauen. Genau da hinten bauen sie gerade das wirklich auf. Aber die Frage ist, wo hat sich Plane Eater hingekrochen? Ich sehe keinen, ich sehe ihn nicht. Es kann doch nicht sein, ihr wisst Leute, Plane Eater ist ein riesengroßes Flugzeug. Der muss doch irgendwo am Himmel zu sehen sein. Wir haben ihn verloren, wir wissen nicht, wo er ist. Aber das können wir nicht machen, weil sonst hat Paw Patrol keine Chance. Da ist ein Flugzeug! Das ist er, oder? Das ist Plane Eater! Was macht der? Der Schau mal, greift wie uns du an. fliegst. Oh mein Gott, der macht Loopings 360 Grad. Da Freestyle. seht ihr mal, wie gut Plane Eater fliegen kann. Er ist der perfekte Flugzeug. Aber ist dir was aufgefallen? Er hat uns nicht angegriffen, er hat uns nur bedroht. Nein, warum? Ich glaube, er fliegt weiter zum neuen Hauptquartier von Paw Patrol. Er hätte uns locker kaputt machen können, er hätte unsere Drohne zerstören können, aber er hat es nicht getan. Oh mein Gott, Leute, seht ihr, genau da ist das neue Hauptquartier von Paw Patrol. Und ich habe das Gefühl, dass Plane Eater genau dahin fliegen will. Wir behalten mal es im Blick. Ihr seht ja den Pfeil, jetzt ist er wieder weg, Leute. Und du weißt, was das bedeutet, wenn Plane Eater dahin fliegt. Dann wird das neue Hauptquartier auch zerstört, so wie der alte Turm. Jetzt seid ihr gefragt. Ihr seid dafür zuständig, dass Plane Eater das Hauptquartier von Paw Patrol nicht zerstört. Lasst ein Abo da und liked dieses Video. Jetzt! Leute, lasst einfach auch ein Like für Paw Patrol da. Die wollen doch ihrem neuen Hauptquartier einfach nur ein schönes Leben. Umso mehr Likes ihr auf dieses Video gibt, umso besser können wir Paw Patrol schützen vor Plane Eater. Und wir haben die Chance. Ihr seid viele, wir sind zu zweit, haben eine Drohne, wir können Plane Eater besiegen. Danke euch übrigens, dass ihr das Video bis hierhin geschaut habt. Schaltet nicht ab, schaut das Video bis zum Schluss. Weil ich habe eine gute Idee, dass wir jetzt irgendwie das ganze Hauptquartier schützen können. Wir müssen Plane Eater Noch irgendwie... ein Flugzeug, das Oh mein brennt. Gott, das ist... Warum fallen mir die Flugzeuge vom Himmel? Das ist doch krass. Aber das Gute ist, wir können irgendwie mit unserer Drohne, können wir vielleicht Plane Eater von Paw Patrol weglocken. Das bedeutet, Plane Eater muss nur unserer Drohne folgen und nicht zu dem Turm fliegen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Weißt du, wenn Plane Eater unserer Drohne folgt, dann fliegen wir jetzt mal zu seinem neuen Hauptquartier von Paw Patrol. Genau, und fliegen dann mit der Drohne weg. Und jetzt hoffen wir, dass Plane Eater uns folgt
und nicht zu Paw Patrol fliegt. Und dann lässt Plane Eater das Hauptquartier von Paw Patrol, also Sky und Marshall, in Ruhe. Vielleicht vergisst Plane Eater dann einfach, dass es Paw Patrol gibt. Wir lenken die ganze Aufmerksamkeit auf uns, weg von Paw Patrol, Chase und Sky. Auf uns, auf unsere Drohne. Weil unsere Drohne, die passiert eh nicht. Sie ist so klein, die ist viel schneller als Plane Eater. Was eine coole Idee. Das lassen so. Das bedeutet, wenn wir jetzt Plane Eater sehen, werden wir einfach vor seiner Schnauze fliegen. Okay, und dann holen wir ihn uns. Und dann locken wir ihn hinterher. Oh, Mann, pass auf. Habt ihr es gemerkt? Was ist das? War das eine Turbulenz? Ich habe keine Ahnung, was, ein Vogel? Oder war das Plane Eater? Aber Plane Eater, aber wir sehen keinen, ich sehe keinen Plane Spult Eater. mal zurück. Irgendwas hat unsere Drohne komplett durcheinander gebracht. Kann natürlich sein, dass das ein Angriff von hinten war. Meinst du? Ja, Das ist aber richtig hinterhältig. Das darf man nicht von hinten Weil unsere angreifen. Kammer bei der Drohne ist ja nur vorne und nicht hinten. Das heißt, wenn jemand von hinten kommt, sehen es wir nicht. Okay, wir müssen hier runterfliegen zum Hauptquartier von Paw Patrol, okay. Chase und Sky. Und wenn da jetzt... Unsere Drohne ist jetzt in der Luft und wir sind auf dem Weg zu Plane Eater. Wir suchen Plane Eater jetzt sofort am Himmel mit unserer Ihr Drohne. wisst, wie Plane Eater aussieht. Der hat einen riesen Mund und isst alle auf. Ein riesiges Flugzeug mit einem Mund. Wir dürfen nur aufpassen, dass er unsere Drohne nicht aufisst heute. Leute, lasst ein Like da. Guck mal, da vorne ist doch einer, oder? Wow. Dogman ruft an. Ihr seht es, der echte Dogman ruft uns an. Dann geh ran unbedingt. Okay. Hi Dogman, alles cool bei dir? Wie geht es dir? Mir geht es nicht gut. Da ist dieses Geräusch, so ein tiefes Knurren, aber nicht wie ein Tier, mehr wie Metall, das sich biegt. Ich muss weg. Er kommt näher. Ich glaube, es ist der Plane Eater, bei mir zu Hause. Bitte helft mir. Natürlich helfen wir dir, aber erzähl uns, Plane Eater ist bei dir zu Hause? Er ist hier. Ich kann ihn fühlen. Erst war da nur dieses Kratzen, als ob jemand mit einer riesigen Klinge über den Boden schabt. Wie ein Flüstern, aber verzerrt, als würde es durch Metall hallen. Es wird lauter. Er kommt näher. Ich schwöre, ich kann seinen Atem spüren. Es riecht nach verbranntem Fleisch und Rost. Bitte, ich brauche Hilfe. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Natürlich helfen wir, Dogman. Mach dir keine Sorgen. Wir sind sofort auf dem Weg zu dir. Wir haben unsere Drohne, unsere Fans und kommen direkt zu dir. Ihr kommt zu mir. Das ist echt super nett von euch. Beeilt euch aber bitte. Okay, mach's gut. Tschüss. Ihr habt Dogman gehört. Wie cool ist das denn? Er braucht unsere Hilfe. Deshalb haben wir auch Plane Eater nicht gefunden, weil Plane Eater ist bei Dogman. Wir nehmen jetzt unsere Drohne und fliegen mit euch zusammen direkt zu Dogman. Wir müssen uns beeilen und Dogman helfen, weil Plane Eater ist bei ihm. Wir sind auf dem direkten Wege zu ihm. Ihr lasst jetzt einen fetten Like da und abonniert diesen Kanal. Es ist komplett kostenlos. Damit können wir Dogman helfen. Heute muss die Drohne extrem schnell fliegen. Was bei passiert Dogman. hier? Wer ist das? Das Plane Eater. Nein! Wir sind im Plane Eater drin. Was? Leute, seht ihr das? Wir sind im Flugzeug drin. Ihr seht es, wir sind beim Plane Eater. Das ist keine einzige Person. Oh mein Gott, wir sind ganz alleine und sind jetzt im Plane Eater drin. Hat er uns aufgegessen? Ich weiß es nicht. Ich suche gerade nach Leuten, aber ihr seht es, wir sind in der First Class in dem Plane Eater. Aber normalerweise, Dogman hat doch gesagt, dass Plane Eater bei ihm ist. Und jetzt sind wir im Flugzeug drin. Wir durchsuchen das ganze Flugzeugfresser-Flugzeug Plane Eater. Genau, wir müssen doch irgendwie schauen können, wo wir sind. Guck mal, in der Economy Class auch keine Leute. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Das Flugzeug fliegt nicht, sondern es steht. Sollen wir rausgehen? Wenn wir können, schauen wir, dass wir aus dem Flugzeug uns befreien Das ist die Tür, können. ich bin draußen. Schaut es euch an. Oh, ist das groß, Leute. Seht ihr das? Ein riesiges Flugzeug, Plane Eater. Und ich glaube, wir sind gerade in der Stadt von Dogman. Guckt es euch an. Kann es sein, dass wir wirklich schon bei Dogman sind und wir sind jetzt mit dem Plane Eater dahin geflogen? Es sieht so aus, die ganzen Comicfarben im Hintergrund und Dogman hatte recht, der Plane Eater ist bei Dogman. Sieht wirklich aus wie in dem Film von Dogman. Lasst uns mal die Stadt erkunden mit euch zusammen. Schaltet auf gar keinen Fall ab. Leute, lasst ein Like da. Wir hoffen jetzt natürlich, dass wir auch Dogman finden. Es scheint danach so auszusehen. Aber ein Krankenwagen ist kein gutes Zeichen. Guck mal, hier sind überall Häuser und Dörfer und alles Mögliche. Das ist ja eine richtige Stadt, die Dogman-Stadt. Vielleicht sind wir gar nicht bei Dogman oder sind wir bei Dogman? Doch, natürlich, 100%ig. Das ist Light Eater, da ist ein Spielplatz, da ist eine Röhre, das ist Light Eater. Aber sag mir jetzt nicht, dass wir da rutschen gehen. Wir gehen auf jeden Fall rutschen. Ihr lasst ein Like da, wir rutschen. Wieso? Wir sind vom Plane Eater. Gehen wir Schaut doch das nicht an. jetzt nicht Nein, rutschen. nein. Oh, da war jemand. Aber wir leben noch. Natürlich, weil es geht um Plane Eater und nicht um Slide Eater, Gott sei Dank. Schaut dir das mal an. Oh mein Die Gott. Polizeistation. Natürlich, Dogman ist ein halber Mensch und ein halber Hund als Polizist. Und
Oh mein Gott, da ist Millie, Buster, Gloria und Patty. Oh mein Gott, warte, wer ist da hinten? Der Tisch von Dogman. Wo ist Dogman? Leute, seht ihr das? Der Tisch ist aber so kaputt, als wenn Dogman schon lange nicht mehr dort gewesen wäre. Wir suchen jetzt den Dogman, denn Dogman braucht unsere Hilfe. Ihr müsst uns helfen, den Dogman Wir zu suchen finden. jetzt die ganze Guck. Polizeiwache ab. Das ist der Chief. Das ist der Chief. Natürlich der Chief. Wir sind jetzt im Polizeirevier. Und ihr habt gesehen, da war auch mal Dogman. Wo ist er? Und hier ist auch ein Getränkeautomat. Ich hab Durst. Sollen wir eine Fanta trinken? Oh nein, eine Sprite. Okay, eine Fanta, let's go. Okay, aber Leute, ihr seht es hier. Das Oh mein Gott. Büro vom Vom Chief. Chief. Das Büro vom Boss. Aber fällt dir was auf? Da ist auch keiner. Aber das bedeutet, wir sind auf der richtigen Fälle. Das bedeutet, wir sind in der Stadt von Dogman, aber Plain Eater ist auch da. Ja, aber sonst ist keiner da. Weder der Chief war bis jetzt da, noch war Dogman himself persönlich da. Wir gehen wieder raus, wir gucken weiter. Vielleicht finden wir irgendwo Dogman. Hey, Moment mal, was ist denn das für ein kleines Haus? Mit Polizeiauto. Das ist das Haus von Dogman. Oben drüber steht und das Polizeiauto ist in das Haus gefahren. Dann ist er vielleicht zu Hause. Sollen wir Leute, reingehen? Dogman, natürlich. Lasst ein Like da, wir sind drin. Bestimmt ist Dogman einfach zu Hause und schaut TV. Bisschen Fernsehen schauen. Schaut es euch an, wir sind im Wohnzimmer von Dogman. Oh mein Gott, Leute, ihr seht es. Wir sind wirklich... Da ist ein Hundefutter. Halb Mensch, halb Hund. Fressen ab. Ah, Guck mal, und für den halb Menschen gibt's ein Hühnchen. Truthahn und der hat ein Bällebad. Oha, da kann man richtig cool spielen im Bällebad. Und das Hundefutter an der Wand und das Oh ist ein mein Aufzug. Gott. Sollen wir den Aufzug nehmen? Hey, das Haus sah aber so klein aus. Komm, wir fahren hoch. Wow, Oh, meine... das ist sein Spielzimmer. Leute, von außen sah das Haus so klein aus, wie eine Hundehütte, aber in innen ist es riesengroß. Schaut euch mal das Große an. Der hat sogar eine Kommandozentrale, wo er die ganze Stadt im Blick hält. Natürlich, damit bewacht er alles. Er konnte aber nicht sehen. Deshalb hat er uns angerufen, weil er gesehen hat, dass Plain Eater kommt. Und jetzt ist Plain Eater bei ihm in der Stadt, beziehungsweise wir sind mit Plain Eater bei Dogman. Trotzdem frage ich mich immer noch, wo ist Dogman? Leute, lasst jetzt mal ein Like da für Dogman, weil dann finden wir ihn bestimmt. Schau mal, der hat sogar eigene Plüschtiere von sich selbst. Puppen, sogar Und von das Patty. Petey. Und er selber als Dogman. Ihr kennt doch alle Petey und Lil Petey, der Sohn. Das sind die Katzen. Und da ist ein Katzengefängnis. Oh mein Gott. Ihr seht das, Leute, da steht's drauf. Direkt neben seinem Haus ist ein Katzengefängnis. Gegenüber ist das Katzengefängnis. Sollen wir Ich glaub, rein? Da gehen wir rein. Wir gehen für euch rein, Leute. Vielleicht treffen wir dort Petey oder Lil Petey. Da ist Petey. Oh mein Gott, An der Wand. Petey. Ein Bild von Petey an der Wand. Oh mein Gott, das sind die Gefängniszellen für die Katzen. Aber fällt dir was auf? Keine Katze! Wo sind alle Katzen hin? Die wurden alle befreit. Oh, da können wir reingehen, oder? Weiß ich nicht. Da ist nicht eine Katze Wir drin. gehen nicht rein, Leute. Ich will nicht ins Gefängnis freiwillig. Nicht ins Gefängnis, aber wir müssen alles uns anschauen. Wir müssen schauen, wo die sind. Im zweiten Stock vielleicht. Gehen wir mal hoch. Hat es 2 Stöcke, dieses Schau dir Gefängnis? das an. Da ist sogar eine Wand mit allen Verbrechern. Und ihr merkt, Leute, ihr seht es bei den Gefängnistüren, die sind alle offen. Ihr seht es, alle sind offen und es ist keine einzige Katze drin. Kein Petey, niemand. Vielleicht hat Plain Eater schon alle aufgegessen. Denkst du, Plain Eater war schon da und hat alle aufgegessen? Wir sind auf jeden Fall im Plain Eater ausgestiegen und der ist in seiner Stadt. Der parkt auf dem Feld. Aber Leute, oder wo ist denn Dogman? Komm, wir suchen weiter, Leute. Ihr habt doch gerade gesehen, Dogman hat uns gerade noch angerufen vor ein paar Minuten. Jetzt sind wir dort und er ist nicht da. Schau mal da, Polizisten. Oh mein Gott, nein! Hallo, könnt ihr uns hören? Könnt ihr uns helfen? Seit wann haben Polizisten denn eine Krone auf? Oder was machen das? Sind es Verbrecher? Ich weiß es nicht, das sind Könige! Das sind Dealer. Aber das ist auf jeden Fall ein Polizeiauto. Und es ist gegen die Wand gefahren. Ja, das packt man Weißt doch du nicht was so. auf? Der Dogman ist nicht da. Pass auf, da ist Schleim! Oh, sollen wir da? Was ist denn da? Wo sind wir? Warte mal. Ricky? Rick und Morty? Was machen die denn da? Warum ist da so ein lilaner Schleim? Aber hast du gesehen, wie ein Geheimversteck? Du gehst durch den Schleim in so einen Raum rein. Natürlich, Rick und Morty hat bestimmt Oh, da das ist wieder Portal Petey, der geöffnet. wird nämlich gesucht in der Stadt. Und da ist das Studio, das Gassi-Studio. Das sind die Produzenten, damit machen sie immer ihre Bücher und den Film. Meinst du wirklich, in diesem Haus wird einfach der Film von Dogman gedreht? Ihr seht es, Mann, hier steht Studio. Gehen wir Studio? rein. Oh ja, Da Kamera! ist eine Kamera und ein Greenscreen. Und ein Licht. Perfekt für einen Film wie Dogman. Aber da waren noch 2 andere Räume. Gehen wir mal wieder raus, gucken wir, was in den anderen Räumen drin Wir ist. werden alles absuchen, weil wir müssen schauen, wo ist Dogman? Vielleicht ist hier Dogman nicht. Nee, da schminkt er sich immer. Da macht er sich schön und schick zum Make-up. Okay, wir gehen in das letzte, in das Kostümraum. Kostümeraum. Vielleicht Okay, versteckt Dogman, er sich bist du da. hier? Dogman? Oh nein, da sind seine Schuhe, seine Stiefel, seine Klamotten. Die zieht er sich immer an, wenn er einen neuen Film dreht. Aber kein Dogman. Stimmt, er ist auch leer. Das ganze Studio ist leer. Ich habe eine Idee, wir durchsuchen jetzt die ganze Stadt. Wir stellen die ganze Stadt auf den Kopf und suchen Dogman. Und zwar mit euch zusammen, Leute. Deshalb lasst auf jeden Fall fleißig ein Like da. Wir müssen unbedingt Dogman finden, bevor Plain Eater ihn findet. Schau mal Oder hier, hat er schon- schaut euch das an. Oh nein. Penelopes Haustiere, da gehen wir rein.